Also in so vielen Arten massiv, massiv schwer, massiv laut, massiv geil. Das Einzige, was ich in dem Moment gedacht habe, war einfach nur krass. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToStv. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das neue Packout Radio von Milwaukee. Also komplett Packout kompatibel. Und dieses Radio ist also in so vielen Arten massiv, es ist massiv schwer, es ist massiv laut und es ist massiv geil. Und genau deswegen schauen wir uns das hier heute an. Du solltest auf jeden Fall, wenn du dich auch nur im geringsten für ein Baustellenradio interessierst, dir dieses Video reinziehen. Wisst ihr, was das Problem ist? Bei einem Radio bekomme ich immer das nicht so richtig rüber. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal eine Sache sagen. Wir gucken uns das gleich an, wir noch gleich Probe hören, alles gut. Aber ich habe das Gerät eingeschaltet und dann war es noch leise gedreht. Ich habe es dann lauter gedreht und lauter und lauter. Und das Einzige, was ich in dem Moment gedacht habe, war einfach nur krass. Ganz ehrlich, das war das Einzige, was ich da im Kopf hatte. Ich kann euch nur eine Sache sagen bei dem Ding hier. Der Sound ist der Hammer. Also wirklich absolut der Hammer. Wir haben hier 40 Watt. Und ich komme noch aus einer Zeit, wo man 1000 Watt Radios gerne haben würde oder 30.000 Watt. Aber wir haben hier 40 Watt und 40 echte Watt. Also es fühlt sich auf jeden Fall an und es hört sich an wie 40 echte Watt. Wir haben hier 10 Lautsprecher. Komm, bitte, komm mal her. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Lass uns das noch mal anschauen. Wir haben hier 2 Lautsprecher drin. Ja? Also ein Mitten-Lautsprecher und hier für Höhen 2, nochmal 2, sind wir 4, nochmal 2, sind wir bei 6, hier dieselben nochmal, sind wir bei 8 und hier haben wir nochmal 2 Tieftöner drin. Das heißt, wir sind hier in Summe 10 Lautsprechern und ihr habt hier wirklich einen richtigen 360 Grad Raumklang. Also das strahlt ja in alle Richtungen ab, dadurch habt ihr ja, so ein halbes Stereo. Gefühlt habe ich auch ist es so, dass man hier auch durch die Reflexion im Raum Stereo hat. Aber natürlich sind die Boxen relativ weit beieinander. Aber ihr habt einen so druckvollen Klang. Also wirklich einen richtig tiefen Bass, richtig kräftigen Mitten, brillante Höhen. Das ist der Hammer. Das würde ich von so etwas nicht erwarten. Es gibt ja von einigen Lautsprechern, weiß ich, Teufel, Bose oder ähnliches, wo man einen Lautsprecher nimmt, den kann man mit in den Garten nehmen. Ja, da ist so ein bisschen Akku mit dran oder auch mit Klang für draußen, ähnliche Systeme. Und da hat man ja richtig guten Klang. Bei dem hier würde ich sagen, entweder fehlt da gar nichts mehr oder das ist sogar auf demselben Niveau. Und das finde ich schon der Hammer. Und das alles in diesem, ich wollte schon Korsett sagen, in diesem, was sagt man dazu? Diesem Kleid, meinetwegen. So, bleiben wir bei der ganzen Sache. Das hier ist übrigens ein Packout-Radio, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Das heißt, wir haben hier, Moment, ich zeige euch das mal. Wir haben hier einen Packout-Koffer. Falls ihr das Packout-System noch nicht kennt, das verlinke ich dir mal hier oben. Da habe ich das Packout-System mal ein bisschen länger vorgestellt. Das war damals mein längstes Video mit 20 Minuten. Das waren noch Zeiten, oder? Auf jeden Fall haben wir hier das Packout-System von Milwaukee. Unwahrscheinlich robust, unwahrscheinlich gutes System eigentlich. So auch ziemlich einmalig neben dem Dewalt-System. Und ihr könnt Folgendes machen. Ihr könnt das Radio hier ist voll kompatibel. Hier hoch und dann hört ihr das. Jetzt ist es eingerastet und jetzt ist das Ganze hier zusammen und kann zusammen transportiert werden. Gibt vom Packout auch einen Trolley und so weiter und so fort. Was ich übrigens ganz interessant finde, ist dieses Radio, also das Radio alleine. Moment, ich muss jetzt hier mal abfummeln. So, das Radio alleine, so wie es hier steht, kann man mit 130 Kilo belasten. Also das ist kein Leiter, das ist auch kein Tritt, ja, dass wir uns richtig verstehen. Aber das ist so robust, bis 130 Kilo belastbar, das ist schon Wahnsinn. So, und jetzt, weil wir uns das jetzt schon mal so ein bisschen angeguckt haben, gucken wir uns doch den Rest auch noch an. Also wir haben jetzt hier die ganzen Lautsprecher und so weiter, aber jetzt schauen wir uns mal diese Seite an, hier. Und zwar hier hinter ist die Magie, da ist der Akku drin. Das heißt, hier kann man einfach seinen Akku reinstecken. Ich habe jetzt hier mal einen 5er, aber Moment, für euch, wie kriegt man einen großen? Habe ich noch nicht getestet, aber jetzt haben wir hier mal den 12er. Mal gucken. Und ihr seht, das müsste eigentlich passen.
Nicht schlecht, oder? Also auch der passt hier rein. Das heißt, wir können von ganz groß bis ganz klein das Ganze hier benutzen. Übrigens 18 Volt Akkus, ja, könnt ihr hier reintun. Und jetzt eine Sache, die ich super finde. Ihr könnt hier auch die Akkus drin laden. Ich habe mir extra sogar aufgeschrieben, wie lange das Ganze dauert. Und zwar ist es so, dass ihr den 5 Ampere-Stunden, den hier, in unter 2 Stunden vollladen könnt. Oder den großen 12er, den wir hier drin hatten, ja, den hier, da brauchen wir nur 4 Stunden für. Das heißt, an einem Arbeitstag kannst du hier auch den Akku über hier das entsprechende Kabel, was du hier dran hast, dann laden. Jetzt aber die Frage, wie lange hält denn der Akku eigentlich? Weil in der Regel auf der Baustelle wirst du es entweder in deinen Akku laden, was ich super finde, oder du wirst es mit diesem Akku hier entsprechend betreiben und willst dann am Tag dein Radio haben. Milwaukee gibt an, dass du mit einem 5 Ampere-Stunden einen normalen Arbeitstag komplett hinkommst. Ja? Ich konnte das jetzt noch nicht testen, aber ich sage erstmal 5 Ampere, ein ganzer Tag. Das kann man ja erstmal relativieren, aber wenn ihr es nachher hört, will ich sagen, mit dem Klang, einen ganzen Tag mit 5 Ampere-Stunden, geil. Gut, wir packen jetzt mal den 12er wieder weg und der 5er ist wieder drin, aber wir bleiben mal hier bei der Stelle. Und zwar schaut mal hier, wir haben hier noch eine Sache. Und zwar erstens haben wir hier einen Klinkenstecker, um hier das Ganze anzuschließen. Du kannst hier an der Seite dein Handy oder den Player übrigens auch reintun. Ja, hier einfach mit reintun. Und du kannst aber auch hier per USB dein Handy damit verbunden, also laden in dem Fall. Und zwar mit 2 Ampere, also wirklich schnell laden an der Stelle. Einfach hier Handy auch drin reintun und dann kannst du es hier geschützt auch laden. Wir bleiben mal ganz kurz hier dran und guckt euch mal hier diese Gummilippe an. Hier an der Stelle. Hier und hier außen rum und so weiter. Wenn ich das jetzt zumache, dann... Moment. Muss ich auch ein bisschen Druck ausüben. Dieser Verschluss ist dafür da, um das Gerät allgemein gegen, ich sag mal, Umwelteinflüsse zu schützen. Ergo, auf der Baustelle hast du ja gegebenenfalls vielleicht Wasser, Spritzwasser, hast du Schutt, Dreck und so weiter und so fort. Und wie du schon gesehen hast, hier vorne bei den Lautsprechern, die sind ja auch geschützt hier an der Stelle, ist es so, dass du damit ja auf der Baustelle unterwegs bist und du möchtest natürlich, dass es lange funktioniert. Deswegen gibt Milwaukee dieses Gerät an mit der Schutzklasse IP57. Und da ich das nicht genau im Kopf habe, habe ich hier einen schlauen Zettel. Und dann lesen wir doch mal nach. Und zwar IP57. Die 5 steht für Folgendes. Schutz gegen Berührung. Haben wir. Schutz gegen Staubablagerung im Inneren. Das heißt, wenn du in einer sehr staubigen Umgebung bist, kommt hier kein Staub rein. Das finde ich schon mal super. Und dann aber die 7 ist der Hammer. Also da war ich ein bisschen heieiei. Und zwar die 7 heißt, also 57, Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweiligem Eintauchen. Das wird der Hammer. Also überlegt mal, das heißt wirklich, dass ihr hier ein Gerät habt, was im Großen und Ganzen vor den normalen Einflüssen schon recht gut geschützt ist. Klar, ihr könnt jetzt hier keine Mauer rauffallen lassen, aber ihr wisst, dass beim normalen Betrieb das Radio eine ganze Weile halten wird. Und jetzt gucken wir uns aber endlich mal die andere Seite an, nämlich hier. Denn hier haben wir 2 ganz wichtige Sachen. Nummer 1, wir haben hier unser Kabel. Wie lang ist das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Wir wickeln das mal ab. Wir probieren das doch mal aus. So. So, wie lang ist ein Sebastian? Ja, ist natürlich Quatsch, aber wir gucken jetzt mal mit dem Zollstock und zwar mit dem neuen GoTools Zollstock. Gibt es im Shop hier irgendwo verlinkt, also unten und da oben. So, jetzt aber, wie lang ist denn das Kabel? Ihr wollt das doch sicherlich wissen. Und zwar haben wir hier eine amtliche Länge von, länger als ich dachte. Ja, wir gucken jetzt mal richtig hier. So, wir haben 1,80. Ja, wir sind hier bei knapp 1,80. 1,75, 1,80. Also die zweite Sache, Gott, da gibt es bestimmt wieder böse Kommentare. Die zweite Sache ist, damit hier, ja, das ist hier, also ich habe mich ja gefragt, wozu das da ist. Relativ lange, wir sind hier rumgelaufen, haben einen Werkzeuggrund gefunden hier, nicht so richtig. Und dann hat es mir eingefallen, ach so, ich kann da meine Brause mit öffnen. Sehr gut.
Nein, das mache ich erst nach dem Video. Aber auf jeden Fall würde es damit funktionieren. Jetzt haben wir die Wunder dieser Seite auch erkundet. Ganz kurz nach hinten. Hier gibt es nichts außer die Antenne. Ja, die können wir einfach hier festmachen, beziehungsweise hier anklappen, ab und dann geht's los. Und jetzt schauen wir uns mal vorne an. Ach so, übrigens oben, zur Sicherheit, oben ist halt Packout und unten ist halt Packout. Hier haben wir jetzt die komplette Front und hier haben wir auch den Griff an der Seite, der übrigens sehr schön hier einrastet an der Stelle. Ja, und hier unten auch entsprechend. So, hier beim Knopf eine wichtige Sache, und zwar, wenn ihr so drückt, geht es nicht an. Dann ihr müsst etwas länger drücken. So, dann geht das Ganze an. Wir machen mal ein bisschen leiser hier. Und hier haben wir übrigens zwei Anzeigen, hier unten. Und zwar, wenn ihr den Akku ladet über das Kabel, wenn ihr das Kabel drin stecken habt und einen Akku drin, dann wird hier der Ladestand angezeigt über diese beiden Anzeigen hier an der Stelle. So, jetzt haben wir hier ganz einfache Möglichkeiten. Und zwar können wir hier den Modus auswechseln, auswählen. Hier können wir DAB einstellen zum Beispiel. Wir haben hier ganz normalen DAB-Empfang. Ja, die Antenne noch hochnehmen. So. So. Und schon haben wir hier entsprechend DAB. Das Ganze funktioniert natürlich auch wunderbar mit Radio. Das kann ich. Muss ich mal einen Radiosender suchen. Wir hören schon noch Radio. Jetzt haben wir einen Radiosender gefunden. Ihr seht jetzt und hört. Ja, wir müssen aufpassen wie GEMA. Jetzt haben wir hier Radio drin. Wir können natürlich auch noch AM hören, aber das wird jetzt immer obskurer. Ansonsten, ihr werdet wahrscheinlich über AUX hören, über euer Handy, was ihr hinten drin habt. Oder hier über Bluetooth, da kommen wir gleich dazu. Und natürlich über DAB+, was ich wirklich super finde, dass man hier entsprechend seine ganzen Sender drin hat. Und ihr seht auch, wir haben hier die ganzen Sender, die man halt von DAB kennt. Ja, alles da. Über den EQ kann man natürlich auch hier entsprechend die Höhen und den Bass einstellen. Einfach einmal draufdrücken, dann das hier einstellen, so wie man das gerne haben möchte. Ich mache es jetzt mal auf neutral. Dann kann man hier den Bass genauso noch einstellen. Und das war's. Hier über Clock kann man entsprechend die Uhr noch einstellen, wobei er sich die Uhrzeit hier auch automatisch aus dem DAB-Signal zieht. Übrigens kann man mit den Bedienelementen hier das Handy, was mit Bluetooth verbunden ist, auch steuern. Das heißt, du hast hier deine Musik jetzt drauf. Ich spiele jetzt etwas ab und kann jetzt hier weiter zum nächsten Titel gehen. Ja. Gehe ich einfach zum nächsten Titel, ordentlicher Titel. Oder, wie ihr hier seht, der Titel läuft. Ich kann hier auf Pause drücken. Ja. Oder weiter. Das kann ich natürlich auch genauso hier auch am Handy machen und kann dann dementsprechend das Ganze hier anhören. Ich weiß, ihr wollt den Bums jetzt hören. Wir werden das auch gleich machen, aber vorher noch ein Hinweis. Und zwar Nummer 1, wie schwer ist das eigentlich? Schwer. Also das ist schon schwer. Wir haben hier entspannte 10 Kilo. Und zwar 10 Kilo mit einem 5 Ampere-Stunden Akku. Wobei ich finde, hier mit dem Griff, ja, lässt sich das schon ganz gut tragen. Ist nicht das Problem. Aber 10 Kilo sind auch 10 Kilo und die möchte man auch erstmal in der Gegend rumtragen. Wobei ich der Meinung bin, für die Leistung, die ihr hier bekommt, also für die Musikleistung, für diese Qualität plus die Schutzklasse, die ihr habt und Akkuladen und so weiter, sind 10 Kilo, finde ich schon ganz okay. Jetzt laber ich die ganze Zeit. Dabei hört man da unten, beziehungsweise seht ihr da unten schon hier die Lautstärke-Messung, die wir haben. Und wir schauen jetzt mal. Ich habe hier unser Kontrollmedium dabei. Wie weit sind wir entfernt hier? 40 cm. Wir machen es mal 50. 50. Das ist ja so ein bisschen so, als wenn ich jetzt hier hören würde. So. Na, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich mache jetzt hier vorne, ich mache jetzt hier die Musik an. Und dann könnt ihr ein bisschen mithören. Und hier ist natürlich am besten für euch, wenn ihr es auf Kopfhörern hört, um entsprechend den Klang auch rüber zu bekommen. Ich kann euch nur sagen, das scheppert dir die Ohren weg. Also nicht ganz so laut hören. Party!
rüttelst dir das Handy weg. Das ist doch der Hammer. Überlegt euch mal, was aus diesem Ding herauskommt. Ich wünschte wirklich, ihr könntet euch das anhören. Das ist einfach mal, es ist, boom, ja, also explodiert, ja, also das Ohr vielleicht auch, aber du machst das an und du glaubst nicht, dass das passiert gerade. Du glaubst nicht, dass dieser Klang hier aus diesem Radio rauskommt. Also ich kann mir vorstellen, dass einige von euch da stehen und sagen, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Dann kommt her. Herkommen, anhören. Das ist einfach der Wahnsinn. Was mich persönlich interessieren würde, wäre, wie hört sich das im Vergleich zum großen Dewald-Radio an? Die haben ja auch eine ganz schön große Box da im Angebot. Soll ich das mal testen? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich möchte noch mal ganz kurz einordnen, was wir hier auch gesehen und auch ein bisschen gehört haben. Und zwar habt ihr hier ja den Dezibelmesser gehabt. Und zwar haben wir hier in der Spitze 100 bis 102 Dezibel gemessen, aus 50 cm Entfernung. Alle klar, aus einem Meter wäre es ein bisschen weniger und so weiter. Aber wir haben hier rund 100 Dezibel. 100 Dezibel ist echt laut. Das ist so laut, dass ich liebe es, laut Musik zu hören, aber ich würde es leiser drehen. Also ich würde es einfach, wenn ich es dauerhaft hören würde, leiser drehen. Es ist wirklich verdammt laut. Und das Wichtige an diesem Laut ist nicht einfach, es ist laut, sondern es verzerrt dabei null. Das ist genau das, was ich so erstaunlich finde. Wir haben es auf maximaler Lautstärke gehört. Ich habe bei Bass und bei den Höhen ist nicht übertrieben. Ich habe es ein ganz kleines bisschen höher gedreht und hatte da einen wunderbaren Klang. Also ich muss mir noch mal überlegen, wie wir das hier nochmal anders testen können, so dass ihr auch etwas mehr davon habt und ihr vielleicht das auch noch mehr Gefühl dafür bekommt. Aber ihr seht, hier habt ihr ein Radio, was einfach mal wirklich Hi-Fi-Genüsse auf der Baustelle halt befriedigt. Ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist natürlich noch das Thema Preis. Was kostet das Ganze? Wir sind hier bei einem normalen Verkaufspreis von so rund 350 €. Ja, es sind 350 € für ein Baustellenradio. Wenn ihr den genauen Preis, weil der Preis hier findet sich gerade noch so ein bisschen. Kann auch sein, dass es ein bisschen günstiger geworden ist oder aufgrund der Nachfrage auch nicht. Schaut mal bitte unten in den ehrlichen Preisvergleich, da könnt ihr das aktuelle Angebot prüfen. Und ja, es sind 350 €, aber bedenkt bitte, was ihr bekommt. Ihr bekommt hier nicht einfach ein Baustellenradio. Ihr bekommt hier ein Hi-Fi-Radio. Das ist High Fidelity, was wir hier haben. Und ja, ich weiß, dass einige von euch jetzt aufschreien. Natürlich ist nicht das, was ihr ins Wohnzimmer stellt. Aber auf der Baustelle ist das mehr als genug. Wenn ihr eine Gartenparty macht, habt ihr früher vielleicht da 3 Lautsprecher hingestellt, vergesst es. Das Teil und da könnt ihr einen riesigen Garten mit beschallen, darf auch keiner so nahe kommen, sonst kriegt ihr einen Hörschaden. Sollte übrigens bei der Gartenparty der Regen einsetzen, ist hier kein Problem, weil das Ganze ist ja entsprechend geschützt. Das musst du heute auch bedenken, was du alles bekommst. Du bekommst noch 2 Sachen. Nummer 1 bekommst du den Akkulader und Nummer 2, ganz wichtig, der Flaschenöffner. Mir wurde gestern übrigens gesagt, dass man einen Flaschenöffner auf der Baustelle gar nicht braucht. Man kann die Flasche ja quasi auch mit einem Stein aufmachen. Ja, kann man, aber damit macht es mir Spaß. Und außerdem, wenn du das vielleicht zu Hause der Regierung verkaufen möchtest, ist ein Flaschenöffner dran. Und diejenigen, die bis jetzt gesagt haben, ich habe kein Milwaukee bis jetzt und kein Milwaukee Akkusystem, du kannst das hier ohne Akku betreiben mit dem Kabel und vielleicht ist genau das hier der richtige Schritt, um mit Milwaukee anzufangen. Und jetzt ran ans Werkzeug.